Hi, wir sind Zoe und Merlin oder auch The Film People und wir bauen aus diesem Sprinter unser neues Zuhause. In dieser Episode geht es darum, wie wir diese schönen Schiebefenster einbauen. Los geht's! Guten Morgen! Guten Morgen! Unser eigentlicher Plan, den Max Airfan und unsere beiden Fenster hier hinten an den Seiten in einem Tag einzubauen, hat natürlich nicht geklappt. Deswegen machen wir uns heute an Part 2 und werden jetzt hier in die Seiten 2 Löcher reinbauen. Jetzt geht's an die Schiebefenster. Wir haben uns hier 2 Schiebefenster bestellt im Internet. Das Ganze verlinken wir auch nochmal unten in der Beschreibung. Und zwar haben die Maße 80 x 34 und die kommen hinten links und rechts quasi direkt neben das Bett. Und die kann man eben halt hier so zur Hälfte aufschieben. Und unsere Idee ist, dass wir eben dadurch dann einen schönen Durchzug erzeugen können im Auto und dadurch eine schöne Belüftung haben. Die Fenster fühlen sich ganz gut an von der Qualität her. Das hier ist ein Alurahmen, das hier ist Echtglas. Die sind relativ schwer und fühlen sich dadurch qualitativ ziemlich gut an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie leicht das mit dem Einbau wird. Gestern, als es dunkel geworden ist, haben wir es noch geschafft, diese Holzrahmen hier zu bauen. Das sind unsere Rahmen für die Fenster und die werden dann hier um das Fenster drumherum kommen. Das Problem, was wir gerade aber noch haben, sind diese Querstreben, die das Blech hier verstärken. Die müssen jetzt erstmal rausflexen, damit wir hier unsere Schablone dran setzen können und dann später den Fensterausschnitt machen können. So, es ist ziemlich gefährlich hier zu schneiden, weil wenn ich nämlich zu tief schneide, schneide ich hier ein Loch in unser Außenblech und das wollen wir auf gar keinen Fall haben. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier einen Testschnitt machen. Hier kommt das Fenster hin. Wenn ich hier zu weit durchsäge, dann ist es egal, weil es später wieder rauskommt. Ein bisschen Schiss. Na dann. Noch 3 weitere und dann haben wir es. Obwohl wir das jetzt hier abgeflext haben, geht dieses Stück trotzdem noch nicht so leicht raus, weil das mit so einem super festen Silikon hier hinten verklebt ist. Und da haben wir im Internet was zu gelesen. Zwar, wenn man hier einen Draht durchfädelt und den dann hier so runterzieht, dann kann man das eigentlich ganz gut lösen. Mit der Schablone ist alles ein bisschen schwerer, als wir uns das vorgestellt haben. Das Problem ist, dass wir hier Wellpappe genommen haben für die Schablone. Das war auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Weil jedes Mal, wenn wir durchgebaut haben, hat das ein riesiges Loch reingeschlagen und das ist jetzt echt schwer wieder auf der anderen Seite nachzuvollziehen. Deswegen haben wir das Ganze jetzt nochmal abgemessen und es sieht gerade aus. Wir hoffen, dass es auch passt. Wird das was? Ich hoffe doch. She in a whole nother lane, and they don't even know
Wir haben jetzt hier gerade unseren Holzrahmen befestigt mit Montagekleber und jetzt lassen wir das so ein bisschen antrocknen. Und zwar funktioniert das Ganze ja so, dass das Fenster jetzt von außen dran gesetzt wird und dann wird das mit diesem Holzrahmen verschraubt, damit sich das so richtig dran zieht. In den Paketen, in die Fenster geliefert wurden, gab es überhaupt keine Bedienungsanleitung. Es gab auch keinen Aufkleber oder sonst irgendeinen kurzen Hinweis darüber, wie man das verbaut. Deswegen haben wir uns jetzt einfach selber überlegt, wie man das machen könnte. Das Einzige, was wir herausgefunden haben, ist, dass der Hersteller sagt auf der Website, man soll hier durchbohren, um eben die Fenster in diesen Holzrahmen zu befestigen, was wir jetzt gemacht haben. Super geworden. Nächstes Mal will ich auch 100 € mehr für eine Anleitung und die richtigen Schrauben bezahlen. Ansonsten ist gut. Now I have it on my fingers. Jetzt geht schnell. Okay. Da. Macht keinen Spaß. Macht dir Spaß? Nein. Das ist gut. Kein Spaß. Ein Puzzle der Schlübbi. Die Fenster sind drin. Die haben auch schon den ersten Regentest bestanden und wir sind super zufrieden damit. Ist echt schön geworden und dicht geworden vor allem. Die einzige Sache, die wir nicht so gut hinbekommen haben oder wo wir uns nicht so sicher waren, sind diese Dichtungsringe, die mitgeliefert wurden und die irgendwie wo auch immer hinkommen. Wir haben es nicht gecheckt und haben es dann einfach gelassen. Ich glaube, der dünnere war dafür gedacht, den hier außen drum zu machen, über die Schrauben. Unsere Schrauben waren aber einfach viel zu dick. Deswegen haben wir uns gedacht, wird auch schon so funktionieren. Und hat auch so funktioniert. Deswegen sind wir jetzt eigentlich fertig damit. Und damit ist auch dieses Video beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche, wenn wir unserem Auto von außen einen richtig coolen Touch-up geben. Bleibt gespannt. Bleibt gespannt.